die Wasserkuppe voraus. Jetzt haben wir eine leichte Abfahrt. Hier ist alles moderat, locker flockig. Aber mal gucken. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, liebe Zuschauer. Die heutige Tour führt uns durch zwei hessische Mittelgebirge, die Rhön und der Spessart. Ich fahre zusammen heute mit Björn. Die Fahrt dient ein wenig als Training, Vorbereitung für unsere Schweiz-Tour im Juli. Und wir haben 142 Kilometer und etwa 2000 Höhenmeter vor uns. Ich befinde mich hier um 6 Uhr früh gerade außerhalb von Hochheim und muss leider jetzt nach Mainz-Kastell radeln zum Bahnhof. Da, wie so oft, die Deutsche Bahn den Zug hat ausfallen lassen, mit dem ich zum Frankfurter Hauptbahnhof muss, weil unser Startpunkt ist heute Fulda. Das heißt, wir müssen dann einen Regionalzug nehmen von Frankfurt nach Fulda. Und ja, die Zubringer-S-Bahn ist jetzt ausgefallen, deswegen muss ich mich sputen, muss um 6:30 in Kastell sein. Ja, ursprünglich hatten wir vor, ich fahre schon mal ein Stück weiter, ursprünglich hatten wir vor, heute auf den Brocken zu fahren im Harz, der höchste Gipfel des Harzes. Aber auch das war aus Gründen der deutschen Bahnverbindungen, der Unzuverlässigkeit der Deutschen Bahn einfach nicht möglich zu planen. Also wir hätten wirklich, ich sage jetzt mal einfach mal um 4 Uhr schon losfahren müssen und ja, ab Göttingen dann halt die Tour beginnen und wir hätten abends nichts mehr bekommen, was uns vernünftig nach Hause gebracht hätte. Auch mit ICE-Verbindung wäre es eher ungünstig gewesen. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, den Plan zu canceln und stattdessen lieber etwas hier in Hessen zu machen. Beziehungsweise wir fahren heute über 2 Bundesländer, Hessen und Bayern. Die Rhön hatten wir schon mal auf dem Plan vorletztes Jahr, als wir auf der 2-Tagestour von Arnstadt in Thüringen nach Hause zurückgefahren sind. Damals sind wir, wer das Video gesehen hat, kann sich vielleicht erinnern, durch den Milseburg-Tunnel gefahren. Zurück zu unserem Ausflug. Ja, heute ist ein Feiertag und ich musste mich entscheiden, mit dem Gravelbike zu fahren, weil ich eine Panne am Rennrad habe. Deswegen habe ich wieder auf die Gepäckträgertaschenlösung zurückgegriffen und auch einiges an Verpflegung mitgenommen, weil ja heute ziemlich viel geschlossen hat, unter anderem auch die Lieblingsbäckerei, in der wir uns morgens eindecken wollten. Ja, nun nähere ich mich dem Bahnhof in Mainz-Kastell. Von dort aus melde ich mich gleich wieder. Bis dann, tschüss. Unser Tag beginnt früh, im Zug nach Fulda. Noch verschlafen, aber voller Vorfreude. Was als Idee am Frühstückstisch begann, wurde eine durchgeplante Route mit allem, was das Bikerherz höher schlagen lässt. Ja, du bist am Umbauen. Sagen wir was. Umbauen und putzen, wie jedes Mal. So, wir sind in Fulda und jetzt geht's gleich los. Wir sind in Hessen und fahren nach Bayern über die Rhön und den Spessart. Es ist ein schöner Donnerstagmorgen, Feiertag, Vatertag. Die Sonne scheint und ja, wir werden 25 Grad haben und ein Eis essen.
Wie du das damals gesagt hast, als wir da. Fulda, morgens um kurz vor 9. Aufsitzen, losrollen, durchatmen. Die Stadt noch still und liegt bald hinter uns. Doch vor uns türmt sich bereits die Rhön. Wir verlassen Fulda zügig. Die Wasserkuppe voraus. Wir erinnern uns, vor einem Jahr fuhren wir mit den Rädern von München an den Gardasee. Das Video habe ich euch oben verlinkt. Locker flockig. Ein Jahr ist vergangen, fast auf den Tag genau, als wir letztes Jahr am Brenner standen. Und jetzt wieder mit Björn unterwegs und wieder Berge, wieder der Gedanke, was erwartet uns hinter dem nächsten Hügel? Was wie eine spontane Tagesetappe aussieht, fühlt sich schnell wieder nach Abenteuer an. Die Auffahrt zur Wasserkuppe beginnt sanft, aber sie zieht immer weiter an. Mehrmals denken wir an den Brenner zurück. Steil, schweißtreibend und fordernd. Und dann diese Erkenntnis. Es ist genau ein Jahr her. Damals Alpen, heute Rhön. Doch das Gefühl dasselbe. Die Landschaft überrascht uns. Sanfte Hügel, weite Wiesen und ruhige Dörfer. Und dann die weidenden Kühe, der Nebel, die kleinen Bergkapellen. Es fühlt sich an, als wären wir irgendwo in Südtirol gelandet. Nur, dass es weiter in Hessen ist. So, jetzt hätte ich ja fast einen Crash gebaut. Naja, ich fahre schon mal ein Stück. Fahr weiter. Ja. So, jetzt kommt gleich rot wieder. When the sky turns gray and dark, when the world forgets to spark, in my heart you lie. Ja. Sag mal, ihr Morsche noch, wir sind hier in Hessen eigentlich. Gute, muss man sagen, genau. When I stumble, trip and fall. So, ich glaube, ich bin jetzt im zweiten Gang. Ja, ich bin im zweiten jetzt. Das sollte ich ohne Probleme auch schaffen, im zweiten. Mal gucken. Ja, genau, der ist 35, ist glaube ich der zweite bei mir. Boah, wie geil! Strength I carry on. Mountains rise and waters churn. Aha. Cool mit so einer Senfte. Ja. Christi Himmelfahrt. In fast jedem Dorf begegnen wir einer Prozession. Menschen in Tracht, Kinder mit Blumen und Glockengeläut. Es ist bewegend, unerwartet andächtig. Fast so, als würde sich der Tag für uns verneigen. Ausziehen.
Kurz stehen bleiben. Ja, wir stehen also jetzt hier so ungefähr auf halbem Weg oder schon ein bisschen mehr zur Wasserkuppe rauf. Die Landschaft ist wunderschön hier. Und wir haben auch schönes Wetter. Stimmt's, Björn? Ja. Weiter geht's. So. Ob dieses Wasser trinkbar ist? Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich nicht. Das ist umweltschädlich. Hier fehlt immerhin das Schild, kein Trinkwasser. Aber kann nicht mehr weit sein. 700, Zufahrt bis Wasserkuppe frei. So, wir sind jetzt fast oben auf der Wasserkuppe. Die letzte S-Kurve wartet auf uns. So, weit vorne, was erzähle ich am Quatsch? Hier ist ein Schild, Achtung, Flugverkehr. So, die Wasserkuppe ist so gut wie erreicht. So, wir sind jetzt auf der Wasserkuppe. 917 Meter. Erster Gipfel erreicht. Die Wasserkuppe, 950 Meter hoch und Hessens höchster Berg und ein geschichtsträchtiger Ort. Hier begann die Geschichte des Segelflugs. Heute ein beliebter Startplatz für Gleitschirmflieger und für uns der erste große Höhepunkt der Tour. Ja? Beide Knöpfe und dann unten. Hallo, und dann nochmal beide? Unten. Nur unten? 5 Sekunden. Hello. Ja, jetzt, alles klar, jetzt geht's. Hinter der Wasserkuppe beginnt der Flug. Nicht mit Flügeln, aber mit Rädern. Abfahrt durch Buchenwälder. Weite Kurven, rollender Asphalt. Wir lassen die Höhe hinter uns, aber nicht die Euphorie. Plötzlich ging es unerwartet von der Landstraße ab. Wir verlieren uns. Björn und ich finden uns erst nach 5 Kilometern wieder.
höchsten Punkt unserer Strecke haben wir hinter mir. Jetzt beginnt ein ständiges Auf und Ab. Wir wechseln zwischen Hessen und Bayern hin und her. Gersfeld, ein wunderschöner Ort nach der langen Abfahrt. Hier treffen wir uns auch wieder. So, wir haben uns gefunden wieder. Ja, brauchst du eine Pause? Da haben schöne Fachwerkhäuser da drin. Ja. Brauchst du eine Pause? Nee, du? Nee, ich nicht. Nee. Es ging nur abwärts die ganze Zeit. Ich musste nicht viel treten. Ja, du bist da rechts rein, ich bin da gerade ausgebrettert. Aber es war wunderschön durch ein Waldstück und dann habe ich irgend so einen Wanderer getroffen und gefragt, ist hier ein Radfahrer vorbei? Komm, nö, die letzte Viertelstunde nicht. Ja. Da habe ich gedacht, wo bist denn du? Nach Gersfeld beginnt jedoch eine vierspurige Straße, die wir nicht einfach nehmen können. Wir müssen eine Ausweichroute suchen. Siehst du den Mount Everest hoch? Heute ist gutes Bergtraining. Hey, wir haben ja gesagt, wir haben heute 2000 Höhenmeter. Ein Drittel haben wir wahrscheinlich schon geschafft, mindestens. Wahrscheinlich mehr. Bald wird's anstrengend. Auf der Ausweichstrecke sind die Steigungen sehr stark. Und bald erreichen wir nun das erste Mal Bayern. Mit der GoPro ab und zu mal was aufgenommen, ja. Okay. Nun in Bayern und das wird mal kurz Zeit für eine Pause. Natürlich mit einer Wurst. Sehr lange sind wir auf einer ehemaligen stillgelegten Bahnstrecke unterwegs, die zum Radweg umgebaut wurde. Nicht rot. Nee, ist nicht. Schon wieder die Dampflokomotiven, wieder eine.
ist jetzt ein schöner gelber Anstieg, habe ich schon gesehen. Ich weiß nicht wie lange. Aber das war jetzt schon etwas länger, glaube ich. Ganz überraschend hinter Bad Brückenau beginnen sie, die steilen Rampen. Wir schlängen uns die Berge hoch und es ist wahnsinnig anstrengend. Keuchend fahren wir im Schritttempo und es nimmt kein Ende. Das Sinntal empfängt uns mit Weite, der Himmel öffnet sich, die Straßen führen wie gemalt durch sattes Grün. Alles wirkt plötzlich friedlich, ruhig, leicht. Und dann haben wir sie vor uns. Diese Straße, gesperrt für Autos wegen Bauarbeiten, aber mit dem Rad offen. Eine verlassene Landstraße, ganz nur für uns. Keine Menschenseele, kein Verkehr, nur das Surren der Kette und der Wind. Ein kleines Geschenk. Immer wieder überholen uns Motorräder in Gruppen. Ein kurzer Lärm, dann wieder Stille. Zwei Welten, die sich begegnen, aber nie ganz verstehen. Ist das hier ein schlechtes Omen? Bitte nicht. Wir sind hier auf einer Straße, die mich ein wenig an letztes Jahr erinnert, als wir nach Österreich gefahren sind. Die steilen Rampen, aber wir machen Fortschritte, denn wir sind nicht mehr in der Rhön. Der Spessart ruft, enger bewaldet und wilder, ein anderes Grün, dunkler und dichter und unsere Beine langsam schwerer. Da haben wir aber noch um die 60 Kilometer vor uns, also ist noch einiges, liegt noch vor uns. Immer so weiter, immer weiter, immer weiter. Der Herr, vor mir, kurz Trikot, Sommertrikot. Dann mähen der Schafe. Die Schafe fotografieren. Oh, guck mal her, schön. Ja, ein paar Tropfen fallen. Jetzt kommen die zu uns. Die denken, wir haben erst Essen. Nee, ihr könnt keine sauren Pommes essen. Es tut mir leid. Nee. Hi, ich wollte dich mal aufnehmen. So, wir sind jetzt hier an einem Abzweig. Wir sind schon auf der Spessart-Höhenstraße. So. Bald haben wir die 100 geschafft. Dann fehlen noch 40 ungefähr. So, liebe Freunde, wir fahren hier auf mittleren Ritze. Ganz gemütlich mit knapp 20, dass wir mal ein bisschen den Körper erholen lassen können. Die Anstiege waren schon ziemlich herausfordernd.
Wir haben jetzt noch einen mit mehr als 1 Kilometer Länge vor uns. Alle anderen sind deutlich kürzer. Also es ist Licht am Ende des Tunnels. Nach Aschaffenburg sind es so ungefähr 2 Stunden bis mehr. Etwa 45 Kilometer noch. Und ja, hier hält es auch wieder ein bisschen klar. Es ist ein bisschen auf am Himmel. Es wird heller. Der letzte Anstieg. Ja, wir sind bisher von Regen verschont worden. Das war nur so ein bisschen Tröpfel, Nieselregen. So, diesmal stehen wir nicht wegen Regen im Wald. Zum Glück. So, wir haben 100 Kilometer jetzt hinter uns. Es fehlen noch so um die 40 bis Aschaffenburg. Jetzt gibt es erstmal eine Kleinigkeit zum Futtern. Wir genehmigen uns im Wald noch einmal eine Pause. Eine letzte Brotzeit, bevor es zum Endspurt geht. Letztes Erlebnis im Spessart, der sogenannte Engländer, eine Passhöhe und die Abfahrt von dort. Bis nach Hösbach hinein ist spannend und macht Spaß. Der Engländer, wie die gleichnamige Abfahrt im Spessart heißt, ist eigentlich ein Wirtshaus bzw. ein altes Waldhaus aus dem 19. Jahrhundert, das König Ludwig I. erbauen ließ. Hier findet man auch einige Ausflugsmöglichkeiten. Wir jedoch passieren diese Strecke einfach nur schnell. Nach 143 Kilometern rollen wir durch die Vororte hinein nach Aschaffenburg. Die Sonne steht tief und wir sind müde, aber innerlich weit. Es war kein Rennen, es war eine Reise, ein Erlebnis für alle Sinne. So, wir nähern uns zum Hauptbahnhof von Aschaffenburg. Gleich geht's wieder mit dem Zug nach Hause. Wir steuern geradewegs auf den Hauptbahnhof zu, versuchen die nächsten zu erwischen. Dort dann die Gespräche über den Tag, über Umwege, über die Rhön und über den Brenner und darüber, wie nah einem manche Orte plötzlich wiederkommen. Und vielleicht war es gar kein neues Kapitel, sondern einfach nur ein Nachklang vom letzten Jahr, eine Erinnerung auf 2 Rädern. Was? So, jetzt gucken wir es erst nach Zug, oder? Geschafft. Auf die Kamera noch an? Geschafft.